Bei der Gelegenheit darf ich vielleicht mal in Erinnerung rufen, es gab ein paar WikiLeaks-Papiere, und der Staatsrat Ahlhaus seinerzeit fest mit dem Generalkonsulat der USA geplaudert hat, dass Frau Caperta ja ein bisschen verrückt ist und dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Man hat Caperta schon im Griff. Insofern konnte man auch WikiLeaks-Papiere angucken, der direkte Kontakt auch zum damaligen Staatsrat Ahlhaus war da. Und wenn ich das jetzt alle höre, wundere ich mich, aber ich wundere mich ja schon lange nicht mehr, aber es ist doch schön, dann endlich die Zusammenhänge bestätigt zu bekommen, die man schon immer vermutet hat. Vielleicht noch der Hinweis, dass wir im Anschluss an diese Fragerunde auch noch bilaterale O-Töne vereinbaren können. Also entweder sehe ich... Ich wollte erstmal an Frau Caperta sammeln hier nach diesen ganzen Informationen. Dass wir uns heute, dass wir jetzt hier heute so zusammensitzen, das ist ja eine einmalige Sache. Kann man sagen, das ist auch so eine Art Paradigmenwechsel, will ich ja nicht sagen, aber das ist schon eine Zäsur, glaube ich, innerhalb Ihres Kampfes gegen Scientology. Können Sie das nochmal beschreiben? Ja, als erstes bin ich natürlich froh und dankbar, dass der neue Senator, ich habe es ja schon mal gesagt, ich freue mich, dass die Hamburger so schön wunderbar gewählt haben und ich jetzt wieder einen Senator habe, der mir nicht in die Parade fährt, sondern mir die Möglichkeit gibt, genau diese Sachen hier zu machen und Herrn Rathbun einzuladen. Das ist erstmal nicht ganz unwichtig, auch zur Kenntnis zu nehmen, dass sich wirklich immer dann etwas tut und man seine Arbeit machen kann, wenn man den politischen Rückhalt von der entsprechenden Landesregierung hat. Den habe ich wieder eindeutig, wenn auch das, was wir vorher gemacht haben, als Dienststelle nicht da ist, aber das ist einfach auch Motivation, wieder ranzugehen. Dass Herr Rathbun hier heute neben mir sitzt, ist ein Einschnitt auch für die zukünftige Arbeit. Wir werden in Zukunft noch mal viel mehr darauf zurückgreifen können, auch Informationen aus den USA. Ich hoffe und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam zukünftig auch die Menschen erreichen, die Scientology bereits verlassen haben, aber immer noch Hemmungen hatten, entweder sich an ihn zu wenden, aus diesen bekannten Verleumdungsgründen, die ich am Anfang gesagt habe, oder sich an mich zu wenden, weil denn der Schritt zum Teufel persönlich zu gehen häufig zu groß ist. Aber wir müssen daran arbeiten, alle diese Informationen der verschiedenen Ebenen zusammenzuführen, nebenbei den Leuten, die sie brauchen, auch zu helfen, außerhalb klarzukommen. Und es ist der entscheidende Einschnitt, dass wir jetzt weiterkommen und dass wir wirklich hoffentlich auch international weiterkommen. Und ich hoffe auch, das darf ich auch sagen, dass endlich die Bundesregierung aufwacht, dass der Einfluss von der US-Regierung eine große Rolle daran spielt, dass wir auf der Bundesebene keine vernünftige Arbeit über diese Organisation haben. So, jetzt habe ich eine Frage von Herrn Balasco gesehen, an den vielen Kameraleuten vorbei. Auch nochmal an Frau Caperta, unterstellen Sie jetzt Herrn Ahlhaus eine gewisse Nähe zu Scientology, oder wie war das zu verstehen eben? Ja, ich habe keinen Ahlhaus, keine Nähe zu Scientology unterstellt vorbei. Nee, nein, sondern Herr Ahlhaus hat, was Sie ja auch in den Zeitungen nachlesen konnten und vor allem dank WikiLeaks, aber vielleicht muss ich ein bisschen mehr erzählen. Seit der Steuerbefreiung der Scientology-Organisation in den USA gilt ja anscheinend Scientology als eine Art Staatsreligion in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die haben Rechte, die keine andere kleine oder Religionsgemeinschaft überhaupt hat. Man wundert sich, wenn man dieses Ganze verfolgt. Und seit dieser Zeit hatten alle, die sich irgendwann staatlicherseits mit der Scientology-Organisation kritisch auseinandersetzten, beziehungsweise vielleicht mit ehemaligen Menschen geholfen haben, bekam man irgendwann Besuch von den Vertretern der Generalkonsulate oder der Botschaft aus Berlin. Das war nicht nur bei mir so und bei meinem jeweiligen Senator so,
sondern das berichten die staatlichen Kollegen aus Baden-Württemberg, genauso wie aus Berlin, aus dem Bezirksamt. Welches ist es mal noch, Herr Bartels? Charlottenburg, weil die Kollegen dort bei der neuen Zentrale, die dort aufgemacht ist, auf Beschluss ihrer demokratischen Versammlung ein Warnplakat aufgehängt haben und schon rennen denen da die Diplomaten die Bude ein. Also die Vertretungen der US-Regierung in Deutschland, und ich weiß nicht nur in Deutschland, wird praktisch benutzt, um zu versuchen, die vor allem staatliche kritische Auseinandersetzung mit der Scientology-Organisation zu unterbinden. Und Herr Ahlhaus war allerdings der erste Staatsrat und später Senator, von dem ich weiß, dass er sich in keiner Weise mit mir darüber in Verbindung gesetzt hat, was das Generalkonsulat von ihm wollte, sich praktisch ja beschwert hat über meine Tätigkeit. Alle anderen vorher haben zumindest mir mal mitgeteilt, der Generalkonsul will mit mir oder mit uns, mit der Behördenleitung über ihre Arbeit reden, über die Konferenz, die wir gemacht haben oder über sonst etwas, sodass man Stellung nehmen konnte. Und wenn es WikiLeaks, Dank an Herrn Assange bei der Gelegenheit, wie geht es dem eigentlich, Dank an ihn, dass über WikiLeaks ich überhaupt erfahren habe, dass Herr Ahlhaus mit dem Generalkonsulat in Hamburg praktisch mehr oder weniger denen versprochen hat, beruhigt euch mal, die ganze Debatte um ein Scientology-Verbot geht irgendwann sowieso den Bach runter, dafür kriegen wir keine Mehrheit, die Kaperta spinnt ein bisschen und wir haben sie auch im Blick. Das war nicht die Botschaft, das ist ja keine Aussage gegenüber irgendjemandem. Das ist eine Aussage gegenüber der Vertretung, dem Generalkonsulat der Vereinigten Staaten von Amerika, was dann ans State Department gekabelt wird. Es sind Dinge, so etwas habe ich in dieser Stadt und mit keinem Staatsrat oder Senator je für möglich gehalten. Insofern nochmal Danke an die Hamburger, er ist ja weg. Ich würde gerne, weil das ja jetzt so klingt, als hätte es nicht schon Einfluss über Prominente auf Politiker in Deutschland gegeben. Auch das haben wir schon erlebt. Wenn immer jemand glaubt, dass gerade Politiker nicht beeinflusst sind, wenn irgendwelche Prominenten auftauchen oder man sich mit ihnen befreundet wird, dann ist es falsch. Das Beispiel, was ich Ihnen jetzt nenne, ist eigentlich lange bekannt. Ich habe immer darüber geredet, aber ich erzähle es gerne nochmal, damit wir nicht immer nur in die USA gucken, sondern uns selber mal ein Bild machen davon, wie das funktioniert, weil es funktioniert auch hier. 1996, manche mögen sich erinnern, gab es auf Antrag der SPD-Bundestagsfraktion die Einrichtung der sogenannten Enquete-Kommission über Sekten und Psychokulte. Ich war auch dort sachverständiges Mitglied für die SPD damals. Die Scientologen in den USA, aber nicht nur in den anderen, auch andere Gruppen begannen gegen die Einrichtung dieses Gremiums im Deutschen Bundestag zu wettern und zu sagen, das ist alles Diskriminierung, und bei den Scientologen war natürlich besonders klar, jetzt geht es los wie der Nazi-Deutschland und ähnliche Argumentationen. Und dann passiert Folgendes: wir haben und hatten immer einen Promi, Österreicher, Maler, der immer bekennender Scientologe war, Gottfried Hellenwein. Er lebt jetzt irgendwie in Irland. So. Er war in den 90er Jahren sehr aktiv als Prominenter für die Scientology-Organisation hier in Deutschland. Dieser Mann begann dann, um die zukünftige Arbeit in der Enquete-Kommission im Sinne von Scientology zu diskreditieren, zu sagen, er sei ja ein Maler und er hätte Angst jetzt, wenn das alles passiert, in Deutschland jetzt passiert, er ist am Überlegen, in die USA auszuwandern. So weit, so gut. Ihm zur Seite springt in dieser Diskussion
die damalige Bundestagsvizepräsidentin Antje Vollmer, die in einer Fernsehshow bei Biolek war das, wo Herr Hellenwein Gelegenheit kriegte, düster mitzuteilen, dass er ja als Maler, und er hätte mal 3 oder 4 Kurse bei Scientology gemacht, nun in Deutschland so diskriminiert wird, dass er Deutschland verlassen will in die USA. Daraufhin sagt Frau Antje Vollmer, immerhin Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages zu der damaligen Zeit, gucken Sie, Herr Biolek, so schlimm ist es in Deutschland schon wieder. Künstler müssen dieses Land verlassen. Das heißt, Frau Vollmer zog aufgrund dieser Aussagen des scientologischen Künstlers Hellenwein in einer der prominentesten deutschen Fernsehshows seiner Zeit die Parallele zu Nazi-Deutschland, die Scientology-Organisation von den USA aus streute gegen Deutschland, gegen die Aufklärungsarbeit der kommenden Enquete-Kommission. Das ist die Strategie. So läuft es. So läuft es in den USA und so läuft es auch hier. Deswegen war Frau Antje Vollmer nie Scientologin. Sie war schlicht befreundet mit Gottfried Hellenwein, der wahrscheinlich aus den USA den Auftrag hatte, jetzt endlich mal dafür zu sorgen, dass auch Politiker in der Bundesrepublik Deutschland diese Verleumdungsstrategie gegen die Arbeit in Deutschland propagieren. Dies tat Antje Vollmer. Ich weiß nicht, sie war ja auch Pastorin, die scheint ja irgendwie labil zu sein. Also, Antje Vollmer war das Aushängeschild für die Scientology-Propaganda in den 90er Jahren. Das ist das gravierendste Beispiel. Aber es gibt noch ein anderes. Tom Cruise mit seinem Valkyrie-Film, eingeladen von der US-Botschaft, als er in Berlin war. Die US-Botschaft lädt die entscheidenden Politiker ein, aus dem Innenausschuss, aus sonst was. Die rennen da alle hin und sich endlich mal, ach Gottchen, ein Händeschütteln mit Tom Cruise. Ich meine, soll auch Frauen gegeben haben, die finden den hübsch, also finden wir, naja egal, das ist jetzt nicht die Debatte, aber sie rennen in die deutsche Botschaft, lassen sich von Tom Cruise über seine ach so wunderbare Religion einräumen, begreifen nicht, dass sie Werkzeug werden für die Strategie des David Miscavige in den USA. Es ist also nicht nötig, in die USA zu gucken, auch bei uns läuft diese Strategie und ich habe in meinen Unterlagen das Dankschreiben von Tom Cruise an das State Department in den USA, wo er sagt, vielen Dank, liebe Leute, dass ihr mir helft, in den Ländern der Unterdrückung, so nennt er es, in der scientologischen Sprache korrekt, in Ländern der Unterdrückung, Belgien, Frankreich und Deutschland, mir die Türen zu öffnen, um für Scientology Propaganda zu machen. Dieses Dankschreiben gibt es. Es interessiert nie einen, aber es interessiert diejenigen, die unter dieser Arbeit leiden, die Tom Cruise macht. Deswegen sage ich nochmal, Miscavige und Tom Cruise sind für mich das Team, wo wir öffentlich endlich deutlich machen müssen, diese beiden Männer sind hochgefährlich.